This is a South Beach production. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Boxpodcast Nummer 37. Ich bin der Chris und heute haben wir wieder einen besonderen Gast in der Show, James Ali Bashir. Und der trainiert unter anderem Eddie Chambers, Klitschko und Jonathan Banks. Hallo Mr. Bashir, willkommen in unserer Show. Super, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Wie geht es Ihnen? Bashir, thank you for joining us tonight. How are you doing today? I'm doing fine. I feel pretty good. Ihm geht's gut, sagt er. Okay, das ist gut zu hören. Wir hätten jetzt erstmal eine persönliche Frage, vor allem für die deutschen Zuhörer, die Sie vielleicht nicht so gut kennen. Und zwar, wie sind Sie eigentlich zum Boxen gekommen? Okay, so for those people who do not know about you, would you like to introduce yourself and just say, in a few words, who you are, what you do, and how did you get into boxing? I'm James Ali Bashir. I'm from New York, New Jersey in the United States. I started boxing at age 10. I tried to turn professional in my early adulthood, but because of vision problems, I was unable to do that. I was born with impaired vision, and that vision could never be corrected, so I couldn't get a professional license, so I became a professional boxing trainer in the Muhammad Ali training camp in Deer Lake, Pennsylvania in the early 70s, 1975, 1976. And from that point on, I've trained a host of mostly top heavyweights, Maurice Harris, Jamil McCline, Shannon Briggs, Monty Barrett, Andre Paulette, a host of top heavyweights mostly, but Eddie Chambers, Stephen Chambers. I've worked with a lot of guys throughout the boxing industry for the last 40 years. Okay, also Bashir sagt, er ist ins Boxen, also er ist aus Philadelphia, ist 1975 ins Boxen eingestiegen, indem er im Muhammad Ali Trainingscamp die ganzen also die Vorkämpfer halt trainiert hatte und auch mit Ali zusammengearbeitet hatte. Und er selber wollte auch gerne Profiboxer werden, war Amateurboxer, konnte aber leider kein Profi werden, weil er Augenprobleme hatte. Über die Jahre hat er mit mit Boxgrößen wie Tim Witherspoon gearbeitet, Shannon Briggs, Jamil McCline, Eddie Chambers, Steve Chambers, Monty Barrett und jetzt zum Beispiel auch W.Klitschko, aber auch viele andere, die er jetzt nicht genannt hatte. Okay, das ist interessant. Und er ist über 40 Jahre schon im Boxsport, sagt er. Okay, mich würde jetzt mal interessieren, wie er eigentlich auf Talente aufmerksam wird. Also wie finden Sie Talente, Mr. Bashir, und wie läuft das ab? Boxen die bei Ihnen vor oder scouten Sie die? Werden Sie da schon, wenn die Amateure sind, auf die aufmerksam? Also wie läuft das ab? So, how do you see a talent? Like, what do you look into a boxer? Like, what kind of talent does the boxer have to be? And what is it that you look into a boxer that a boxer really needs to be a good boxer? How can you tell, he is the next big thing or he's not the next big, the best thing? The first thing that I look for in a boxer is courage and discipline. Those are the first two things. If I have those two things, then I can work around the other things that he may or may not possess. But the two things that he needs to have is the courage and the discipline. Those are the things that I look for the most, courage and discipline. Er sagt, das Allerwichtigste ist die Disziplin und auch die Tapferkeit, weil wenn die Tapferkeit, der Mut, die Disziplin nicht dabei ist, dann
dann klappt das auch alles nicht. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Das ist die Regel Nummer 1 bei ihm. Und das ist, was er halt auf jeden Fall schaut. Und nach dem geht das alles. Gut. Gibt es da leuchtende Beispiele, die Sie schon trainiert haben, die Sie als besonders couragiert oder besonders mutig und diszipliniert in Erinnerung haben? So, when you look back, what fighters have the discipline and the courage that you had the opportunity to work with, and like in the past and now currently? Can you name a few? Yes, Eddie and Steve Chambers, Vladimir Klitschko. Those are the ones that stands out most in my mind. It's like Those Eddie guys show me that they want to be. They show me that they want to be in boxing, that they want to achieve something in boxing. Well, in Vladimir's case, he has already achieved much. Eddie Chambers and Stephen Chambers, they're still young guys, and there's much that they have yet to achieve, but they have impressed upon me that they want to do it, so I'm definitely in their corner. Also sagt Eddie und Steve Chambers sowie Vladimir, das sind 3, die ihm am meisten aufstehen, sagt er, und die wollen das auch wirklich, die zeigen es auch, weil die sind sehr diszipliniert, haben den Mut, haben was es halt, was ein Boxer braucht, um was zu werden im Boxen, und Vladimir hat sehr weit schon gebracht, sagt er. Eddie und Steve arbeiten hart dran, aber er ist definitiv in deren Corner und die werden das auch schaffen, und das sagt er, ja. Okay, danke. Kommen wir mal zu was anderem. Sie trainieren ja auch oder betreuen ja auch Jonathan Banks, der gestern Abend gekämpft hat gegen Seth Mitchell, den Kampf leider knapp verloren hat. Und jetzt hätte ich die Frage, ob Sie eine Erklärung für die Niederlage haben. Mir persönlich ist es so vorgekommen, als hätte Jonathan Banks in der zweiten Kampfhälfte abgebaut bzw. weniger gemacht. Und ich persönlich hatte den Eindruck, dass Seth Mitchell wie schon im ersten Kampf eigentlich schlagbar gewesen zu sein schien. Okay, so you were in Banks' corner last night, so we want to know what are your thoughts on it and how do you explain Banks' performance last night? Like, because Mitchell seems like he's not the hardest boxer to find a way to knock him out or beat him. So what is your opinion about it? Like, how do you feel about the fight last night? I feel terrible about the fight last night. It was humiliating to me, and I was pretty upset about it after the fight was over. No one person could say what was going on in the fighter's heart or mind in the ring that night. I haven't spoken to Banks after the fight, so I really don't know I can't say what happened. It was just disappointing, to say the least, and I didn't like what happened. Again, I haven't spoken to him, so I really don't know what happened. I was only contracted to be a cut man, not a trainer in that corner. I was only contracted to be the cut man, and I did my job, as best I could. And as far as what happened, Banks and God is the only ones that can answer that question. Also er sagt, er fühlt sich schrecklich, was wir alle gestern leider miterleben mussten und sehen mussten. Er selber war schockiert und konnte sich das nicht erklären. Er sagt auch, er weiß definitiv nicht, was in Banks seinem Kopf vorgegangen ist. Er kann es wirklich euch nicht sagen. Er ist halt sehr enttäuscht über die ganze Performance. Und er hat auch noch nicht mit Banks gesprochen und deswegen weiß er nicht, wie er sich fühlt oder was in seinem Kopf vorgegangen ist. Weil er war gestern nicht der Trainer, sondern nur der Cutman diesmal. Und er hat versucht, seinen Job zu tun, aber nur Gott ist der Einzige, der die Antwort weiß. Er kann sich das wirklich nicht erklären und er ist selber sehr enttäuscht darüber, sagt er. Das war wirklich nicht angenehm mit anzuschauen. Das ist unglaublich, sagt er. Mhm. Ja, und wie glauben Sie, geht es für Jonathan Banks weiter? Was war Ihr Eindruck von ihm vor dem Kampf? So, Bashir, what were your thoughts about Banks before the fight? And can you give us an insight what you think is going to happen next for Banks? It's going to be pretty difficult for Banks now, because he's just thrown back. He took one step forward by knocking out Seth Mitchell, and now he took 3 steps back by losing this fight.
What I'm saying is now they're going to put him right back in the heavyweight shuffle, where he's going to have to face different heavyweights to get back to that prize status that he was at on the knockout of Seth Mitchell. You know, I mean, you had Stavern knockout. Beat Areola, which put him in a position to fight Vitaly Klitschko. You've got different heavyweights at the top: Tyson Fury, Robert Helenius, a couple other young heavyweights that's out there, and they're all jockeying for position. Now Banks has just become one of those faces that's going to be jockeying for position too. So it's going to be pretty difficult for him now. You know, I mean, you can get into a position, but you can blow that position. Now I think that he has blown it. I think he's going to have to prove himself to get back to that lofty status that he was at. Sagt, es wird jetzt sehr schwierig für ihn sein, weil er hatte sich gerade vor allem nach dem K.O. gegen Mitchell sehr weit nach vorne geschlagen. Er hatte halt sozusagen einen kleinen Comeback, hatte sich beweisen können. Dann ist er 2 Schritte nach vorne, aber jetzt ist er das Doppelte zurück wieder geschritten. Ja, jetzt muss er wieder viele boxen, ist wieder ganz hinten, muss wieder von ganz vorne anfangen. Severin zum Beispiel hat Areola jetzt geschlagen und ist jetzt in der Position, Vitaly Klitschko zu boxen, den Schwergewichtsweltmeister. Es gibt aber auch junge Boxer und Talente, Schwergewichtstalente wie Tyson Fury oder auch Helenius, und jeder von den jungen Schwergewichtsleuten wollen diese Position haben. Und jetzt ist Banks einer von denen und sein Gesicht wird neben den anderen alle sein, weil er jetzt wieder nach hinten in dieser Position ist, wo er sich nach vorne halt beweisen muss auch. Er hat einfach das gehen lassen und seine Position, seine Chance einfach weggeblasen, wie eine Luftblase ist sie einfach geplatzt. Und jetzt muss er sich wieder sehr beweisen und das wird nicht einfach für ihn, das wird sehr schwierig. Mhm. Okay. Es ist ja gestern um den WBC International Heavyweight Title gegangen und mich würde jetzt einfach mal interessieren, hätte Banks den Kampf gewonnen, wäre ja im WBC-Ranking halt in eine lukrative Position gekommen. Und ich kann mir aber jetzt als Fan wirklich schwer vorstellen, dass er als Trainer von Wladimir Klitschko wirklich auf den Kampf mit Vitaly Klitschko abgezielt hat. Also wäre das doch wohl dann darauf hinausgelaufen, dass Jonathan Banks sich dann in Position für einen Kampf nach der Vitaly Klitschko-Ära gebracht hätte. Okay, Oder? So he's asking, the fight yesterday was about the WBC International Heavyweight title. So let's say Banks would have won, he would be in a very good position to be able to fight Vitaly. But as a trainer of Vladimir, do you think he would have took it, or do you think he would have waited? Like, because does it make sense for you for the trainer? I put it like this here. I think he would be a damn fool not to take it. It's not that much loyalty in the world. You're fighting to become the heavyweight champion of the world. If you're not fighting to become heavyweight champion, what's the sense? What's the use? Whether I'm Vladimir's trainer or Vladimir's brush boy, I don't care. I want to fight. I want to fight for the heavyweight championship of the world. Vladimir or Vitaly. But that's awkward. The whole thing was awkward to me. Why would a current fighter even become the champion become the trainer for a champion that he's subject to fight? It doesn't make sense to me. This doesn't make sense to me. But for whatever reason, that's what the champion wanted. That's what Vladimir Klitschko wanted. He wanted Jonathan Banks to be the trainer, so be it. But it doesn't make sense to me for a fighter to be involved in boxing if you're not in there to be the champion. So it's an awkward position. I would go to Vladimir personally. I would go to Vitaly personally if I were in Jonathan Banks' shoes, and I would say, give me a shot. I've been in your employ for years. Give me a shot. Knowing those two guys, Vladimir and Vitaly Klitschko, I think they would give it to him. If he really wanted it, if he really asked for it, I think that they would give him the shot. But again, does Jonathan Banks want that shot? Also er sagte, er wäre nicht sehr schlau, wenn er es nicht
genommen hätte, sagt er, ja, weil was bringt ihm das, egal ob du der Trainer bist oder auch nicht, wenn du ein Boxer bist und den Champion der Welt sein willst, dann musst du boxen, wen du boxen, also wen du boxen musst einfach. Es ist egal, ob du mit ihm verwandt bist oder nicht verwandt bist, ob du mit ihm trainierst oder nicht, ja, du musst einfach boxen, du musst ein Mann sein, es ist ein Männersport und du musst boxen, wer dir einfach in die Quere kommt, ja. Und er sagt, es ist einfach alles sehr komisch. Wie soll ein Boxer, mit dem du trainiert hast, auf einmal dein Trainer sein, ja, und dann selbst auch noch boxen und dich vorzubereiten? Das ist alles sehr komisch, aber das ist so, wie die das wollen, also muss das jetzt auch so gemacht werden. Aber es macht für ihn alles keinen Sinn, sagt er. Er versteht das auch nicht so ganz, aber er sagt, wenn du im Boxen bist, dann musst du das definitiv machen und er wäre total bekloppt, wenn er diese Möglichkeit einfach auch nicht nutzen würde. Wenn er Jonathan wäre, würde er zu Wladimir und auch zu Vitali gehen und einfach sagen, hey, gib mir die Chance, gib mir die Möglichkeit, vor allem, weil er schon so lange mit denen auch ist und er glaubt, dass Wladimir oder auch Vitali, die würden ihm beide diese Chance geben, um für den Titel zu boxen, aber er möchte das nicht, also er sagt, er würde das definitiv nicht machen, er will es nicht, ja, und das findet er einfach schade, weil es ist Boxen und du musst jedem boxen. Wenn du der Beste sein willst, dann musst du einfach die Besten der Besten boxen. Und wenn du das nicht kannst, dann frag dich mal, wieso du im Boxen bist. Mhm. Okay, das klingt einleuchtend. Kommen wir mal zu den Klitschkos. Also Jonathan Banks trainiert ja Wladimir Klitschko und bereitet ihn wahrscheinlich dann auch auf den Kampf gegen Povetkin vor. Ich würde gerne von Ihnen, Mr. Bashir, wissen, wie Klitschko gegen Povetkin boxen muss, um den Kampf zu gewinnen. So you'll be in training camp for the Vladimir and Povetkin fight. How do you think Vladimir needs to fight to beat Povetkin? What is your thoughts on this fight? I think that Vladimir stops Povetkin inside of 7 rounds. Vladimir would have to fight tall. He'd have to use a good jab. And he has already ring smarts. He has invaluable experience. Povetkin is not going to be a difficult fight for Vladimir Klitschko. I predict that he'll stop him inside of 7 rounds. Povetkin can't move. He's not crafty. He's not slick. He's strong. He comes forward. And you come forward with Vladimir Klitschko, he's going to hit you, and he's going to hit you, and he's going to hit you again. And Povetkin is not going to be able to take those kind of punches. He's not going to be able to take those punches. He'll be stopped inside of 7. Also sagt, Vladimir wird ihn innerhalb der 7 Runden auf jeden Fall schlagen. Er wird den Jab sehr gut benutzen müssen, aber Vladimir hat so gute Erfahrung, es wird einfach kein schwerer Kampf für Vladimir sein. Und er sagt, innerhalb von 7 Runden wird er ihn auf jeden Fall stoppen. Povetkin kann sich nicht so bewegen, ist auch nicht so schnell und slick im Ring. Vladimir wird ihn schlagen und alles draufschlagen, dass Povetkin es einfach nicht nehmen kann, weil er diese ganzen Punch nicht gewohnt ist und auch nicht damit umgehen kann, sagt er. Es wird ein einfacher Kampf. Es wird auf jeden Fall kein schwerer, sagt er. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube auch, dass der Kampf nur jetzt im Vorfeld schwer ist. Es ist schwer, hier Vereinbarungen zu treffen. Ansonsten im Ring ist die Sachlage wohl relativ klar und eindeutig auf der Seite von Klitschko. Mich würde mal interessieren, Mr. Bashir, Sie sind ja ein sehr, sehr erfahrener Trainer und schon so lange im Geschäft. Wo sehen Sie die Klitschkos, gleich speziell Wladimir Klitschko, in der Liste der All-Time Greats? So, you had the opportunity to be around the Klitschkos for many years. In what ranking do you see the Klitschkos of, the all-time greatest? Like, where do you put them both in? They'll definitely be in the top 10 of all times. They're in the top 10 fight. These guys have done something that no one else has been able to do, to hold on to the heavyweight championship throughout the years and not be beaten, not be stopped. They'll definitely take a place amongst the top 10 heavyweights of all times. Also sagt auf jeden Fall. The top 10. I want to be specific about that. Whoever was in the top 10 before they came along, somebody's got to go. Klitschko's are in the top 10. And I'm not saying that because I work for them. I'm saying that from a fan's point of view, you've got to give these guys credit. 2 brothers
who has been consistently the champions. They've turned back all challenges. I'll bet that their division is not what it was years ago, but I'm not too sure they wouldn't have done all right in any era. I think they would have done well in any era because they're so big and they know how to use their physical attributes. So they would have done well with Holyfield, Tyson, Bo. They would have done well with these guys because they're big guys and they know how to use their physical attributes very well. So yeah, I put them right there in the top 10 all time. Also, sagt auf jeden Fall definitiv in den Top 10, also Top 10. Die haben etwas, was vorher noch nie jemand auch gemacht hat über die ganzen Jahre. Die haben so viel geschlagen und nichts einfach auch auf sich kommen lassen, sind nichts aus dem Weg gegangen und definitiv die Top 10. Egal wer vorher da drin war, 2 müssen auf jeden Fall gehen, weil die Klitschkos, die sind auf jeden Fall in den Top 10 drin. Er sagt es nicht, weil er mit denen zusammenarbeitet, er sagt es einfach, weil er ein Fan vom Sport ist. Und sie sind einfach 2 wahre Champions, sagt er. Es ist nicht mehr so wie früher, wie die früher alle geboxt haben, aber er ist sich sehr sicher, dass egal in welcher Zeit, beide hätten sich sehr gut geschlagen, auch gegen Mike Tyson und Evander Holyfield, ja. Die Klitschkos sind beide groß, aber sie sind auch sehr schlau. Die wissen einfach, wie sie ihre ganzen Skills zu benutzen müssen, um die Besten der Besten auch eventuell sogar zu schlagen halt, egal in welcher Area. Also auf jeden Fall Top 10, definitiv. Wie haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Klitschkos in den USA nicht das Standing haben, das sie in Deutschland genießen? So, do you know why the Klitschkos are so unpopular in the States? Can you imagine why America doesn't appreciate the boxing skills of the Klitschkos? Oh yeah, that's easy, because they're not Americans. Er sagt, das ist einfach, weil sie keine Amerikaner sind. Aber es gibt ja Americans, if they were Americans, they'd be the greatest thing since Swiss cheese. Er sagt, wenn die beiden Amerikaner wären, dann wären es die Besten einfach. Ja, das ist wirklich so, sagt er. Das wären die Besten. Wie amerikanischer Käse. Okay, aber hängt das an der Gewichtsklasse? Es gibt ja auch andere Boxer wie Manny Pacquiao oder Thomas Adamek, die jetzt die in den USA ja auch sehr, sehr populär sind, obwohl sie keine Amerikaner sind. Do you think it's because of the division? Because there's, for example, Manny Pacquiao, who's not American, but is really, loved by many. So do you think it has something He trains here, he trains here, and he fights here a lot. He trains here and he fights here. He's always in Los Angeles, so he's more fan-friendly because he's here. Er sagt, es liegt aber auch daran, weil er einfach auch da, also Pacquiao zum Beispiel, er trainiert da, kämpft da, boxt da sehr oft und er ist immer in Los Angeles und die Leute wissen über ihn. Er ist sozusagen nah mit den ganzen Leuten in Amerika, die Klitschkos aber nicht, die sind hauptsächlich hier. Mhm. Okay. Nehmen wir mal Eddie Chambers, den Sie ja betreuen. Mich würde mal interessieren, ob Sie ihm, wenn er jetzt gegen Wladimir Klitschko boxen würde, ob Sie ihm jetzt eine Chance auf den Titelgewinn geben würden. Und wenn ja, warum? So you're working with Eddie Chambers right now. If Eddie Chambers was in the condition and had you in his corner when he fought Klitschko, so if he was about to fight Klitschko again with you in his corner and the condition he is in right now, do you think he would have had a chance, and what do you think would have, Well, he would have had a better chance of beating Vladimir Klitschko simply because I'm probably the only trainer that's ever going to beat a Klitschko. I'm probably the only trainer in the world right now who could ever beat a Klitschko, who could ever train a fighter to successfully beat a Klitschko. That's my thinking. So, yeah, he would have had a much better chance, a much better strategy going in as opposed to the strategy that he had initially. He would have had a much better chance with me in his corner simply because I've been with them so long. I know them inside out.
and they know me inside out. So it would be a very competitive fight if I were in the opposite corner opposing the Klitschkos, either one of them, because I know them so well. I've studied them. I've studied them complete over these years, and I've left no stone unturned. And any fighter that I train to fight them would be in a much better place to beat them, as opposed to just any trainer coming to beat them, because they don't know these guys like I know them. I know them, and they know me. You know, they are very observant men. You know, these guys are very educated in that they observe and study everybody around them, and I'm likewise. I study everything. I've learned a lot from them. They've learned a lot from me, but I've learned a lot from them too, you know? So, yeah, Eddie Chambers would have had a much better chance. He would have had a much better plan going in, simply because I know the Klitschkos so well. I know what I need to do to beat them, or at least to have a great game plan in trying to beat them. Beating them is another story. Also er sagt, er hätte auf jeden Fall eine bessere Chance, Wladimir zu schlagen, weil er sagt, er ist wahrscheinlich der einzigste Klitschko, der Trainer, weil er im Moment noch der Trainer von Klitschko ist, sagt er ist der einzigste Trainer, der die Möglichkeit hat oder die Chance hat, einen Boxer so zu trainieren, um einen Klitschko zu besiegen. Einfach aus dem Grund, weil er mit beiden Klitschkos so lange schon zusammenarbeitet und er die einfach auch auswendig kann. Er weiß alles über die Klitschkos, wie sie boxen, aber er kann das auch dann so seinen Boxern weitergeben. Und so im Moment, in dieser Condition, wie Eddie Chambers im Moment ist und die ganze Strategie und alles, ja, da wäre er auf jeden Fall besser und hätte eine sehr gute Chance, die Klitschkos, also Wladimir vor allem, zu besiegen. Es wäre sehr besser für ihn. Und Bashir sagt, er studiert die Boxer auch komplett. Und über all diese Jahre hat er die Klitschkos so gut studiert und kennt sie einfach auch auswendig. Genauso wie die Klitschkos jeden studieren, macht er das genauso. Und vor allem, weil er sie trainiert, ist er einfach in dieser Lage, halt die Boxer so drauf vorzubereiten, um einfach eine gute Chance zu haben. Und es ist nicht unmöglich, einen Klitschko nicht zu schlagen, obwohl sie sehr schlaue Boxer sind. Und er hat auch viel von beiden Brüdern gelernt, genauso wie beide Brüder auch von ihm viel gelernt haben. Ja, und er sagt, das Ganze, was er von den Brüdern gelernt hat, hat er auch alles an Eddie weitergeben können. Und mit Bashir an seiner Seite oder auch im Trainingscamp hätte Eddie wenigstens einen Kampfplan gehabt und er wüsste auch, was er machen müsste, um Wladimir dann auch eventuell sogar zu schlagen. Und es hätte definitiv sogar anders ausgehen können, sagt er. Er ist sich da sehr sicher sogar, dass es ein guter Kampf gewesen, also wäre viel besser gewesen und er hätte auch besser ausgesehen halt. So definitiv sagt er, es wäre anders vielleicht sogar auch ausgegangen. Er hält sehr viel von Eddie. Ja, Chambers ist jetzt erstmal aus dem Schwergewicht weg, momentan im Cruisergewicht unterwegs. Ich wüsste gerne, was Sie von den nachkommenden Schwergewichtlern, wie beispielsweise Deontay Wilder oder Tyson Fury oder Brian Jennings halten und ob Sie denen eine große Zukunft im Sport zutrauen oder sie womöglich doch nur für weitere Eintagsfliegen halten. So, now that Eddie Chambers moved down to cruiserweight, there are still a few heavyweight prospect talents, you know, so what do you think about Deontay Wilder, Tyson Fury, Brian Jennings? Do you think they do have a bright future, or do they just be forgotten in a few years? Oh, yeah, I think they'll have a bright future. I think they'll have a very interesting future when they start crisscrossing and facing each other. I think it's going to be exciting. They bring intrigue to the division. The Klitschkos are so dominating, you know, that they almost become boring to the fans because nobody can beat them. That's not their fault, you know. But Tyson Fury, Deontay Wilder, Jennings, they'll bring an infusion of excitement to the division because of the mystery until which time they get to the Klitschkos. And then we'll find out certainly what they have, you know, when they get to the Klitschkos.
But when they start crisscrossing the map and facing each other, yeah, it'll be an infusion of excitement, of intrigue. You know, we're going to find out what's going to happen. But yeah, they'll bring some excitement. But they're yet to be proven, though. These guys are yet to be proven. Also er sagt, auf jeden Fall, das sind sehr gute, vor allem auch interessante Gegner. Und vor allem, wenn sie dann anfangen, gegeneinander boxen zu müssen, um halt eventuell auch an die Klitschkos ranzukommen, sagt er. Die bringen alle etwas Neues und auch Frisches in die Area des Schwergewichtsboxen heutzutage. Die Klitschkos, die sind schon lange und dominieren auch die Division schon sehr lange und es ist sogar schon fast langweilig für die Fans, sagt er. Und da kommt ein Wilder, genauso wie Fury und Jennings, eigentlich recht gut und die bringen etwas Neues, Frisches, Aufregendes einfach mit hinein, ja. Und bis sie dann dazu kommen, die Klitschkos zu boxen, wird das ein sehr aufregender Weg auch sein. Und vor allem, wenn sie dann auch die Möglichkeit haben, gegen einen Klitschko zu kämpfen. Und sie müssen halt nur noch sich sehr viel beweisen, sagt er, und noch einige Kämpfe halt haben, um auch wirklich da bereit zu sein, gegen einen Klitschko zu boxen. Aber ja, es wird sehr interessant, sagt er. Okay, jetzt kommt mal eine etwas kritischere Frage, wenn es gestattet ist. Also wie kann es dann aber sein, dass beispielsweise Boxer wie Manuel Charr oder Francesco Pianeta, die in Deutschland relativ unbekannt sind, an Kämpfe gegen die Klitschkos kommen, während sich doch in der zweiten Reihe doch eine Menge Potenzial mittlerweile aufgestaut hat. Also mich würde das einfach mal interessieren, wie das ein Insider beurteilt, wie kommen solche Kämpfe zustande, beziehungsweise wie kommen sie nicht zustande. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch seitens der Klitschkos ein lebhaftes Interesse dafür gibt, dass ein sportlicher Mehrwert geboten wird, beispielsweise in Kämpfen gegen wirklich gute Herausforderer. Warum kommen aber dann trotzdem immer wieder Kämpfe wie gegen Mormek oder Charr, die für den Fan vielleicht nicht so interessant sind wie ein Kampf gegen Robert Helenius oder beispielsweise jetzt Tyson Fury? So, we're wondering how can a fight against a Charr or Pianeta who aren't really famous or ranked high, like this, get to fight a Klitschko when there's some other fighters who may deserve it more or are more exciting. So, you as an insider, how do those kind of fights actually come up? Like, who chooses Burn Bunty. Er sagt Bernd Bönte, der Manager von Klitschko. Er entscheidet das. Politics. Okay. Politics and Burn Bunty. Er sagt, es sind die ganzen Politics und Bernd Bönte. Okay. Gut. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Wie schätzen Sie eigentlich das Boxen in Europa ein? Vielleicht auch Gewichtsklassen übergreifend, jetzt nicht nur beschränkt auf das Schwergewicht. Glauben Sie, dass sich da in den letzten Jahren etwas verändert hat? So, what do you think about the divisions here in Europe compared to the past? What do you think has changed over the years? Like, what do you think about all the weight classes? Do you think it got stronger, or do you think, it's still kind of fading away? I think it got weaker over the years. There are a few guys at the top that are controlling all of the divisions, but such as the light heavyweight division. The light heavyweight division is almost non-existent. It's just so absent and boring, You have a few guys at the top of each division that's keeping boxing alive, but boxing is definitely on the respirator for a lot of reasons. The boxers are lacking, and there's no real trainers in the sport. I mean, there's no real teachers. There's a lot of trainers, but there are no real teachers. I've gone many places in the world, and I see all kinds of mistakes and misteachings, and that has an effect on boxing itself because there are no real teachers. If you don't have no real teachers, there's no real education. That's what I think. Also er sagt, es ist auf jeden Fall schwacher geworden über die ganzen Jahre und nicht stärker. Du hast einfach Boxer, die an der Top sind und vor allem im Leichtgewicht, aber der Rest, die existieren fast auch eigentlich gar nicht mehr. Ja, es sind einfach ein paar, die ganz oben sind und die tun das Ganze auch halt schön im Griff haben, aber alles andere ist einfach nicht mehr so, wie es früher auch war. Und es gibt
kaum noch echte Trainers, aber er hat sich dann verbessert und sagt, er meinte Lehrer, weil er sieht so viele Fehler beim Trainieren, vor allem weil er schon so viele Jahre trainiert. Und das hat aber auch Effekt beim Boxen. Vor allem, wenn du kein Lehrer bist, ist auch keine gescheite Schulung, ja. So über die Jahre hat sich das alles sehr verändert. Und wenn es so weitergeht, dann wird das Boxen immer mehr aussterben, sagt er, ja, weil es einfach nicht mehr so ist. Und es ist leider wahr. Daran anschließend glauben Sie, dass das Boxen mehr ist als nur ein Sport, sondern dass es auch eine Lebenseinstellung ist und dass darüber hinaus die Verbindung zwischen Boxer und Trainer auch mehr ist als die zwischen Schüler und Lehrer, sondern dass es auch vielleicht etwas ist, das eher in den persönlichen Bereich geht. So, do you think that boxing is more than a sport, but more like a lifestyle? And do you think the relationship, like trainer to boxer, should or is more than a teacher, than a student, but more on a personal base? Like, is it important to be more than just a teacher to your fighter? Is it like, is it more like a lifestyle, or how important is it to have a good relationship? Well, it's very difficult. It's very difficult to be involved with anything and not become attached and involved with the people you're working with. So yeah, you can say that it transcends the sport itself. In many cases, it becomes personal, it becomes family-like, and sometimes it even becomes a rivalry between trainers and boxers, competitiveness, But yeah, I mean, it varies. It depends on the individual relationships. That's what it really depends on. Also er sagt, es ist sehr hart, involviert zu sein, aber nicht einen engen Draht zu haben. Und es ist halt sehr wichtig, auch eine enge Beziehung zu deinem Boxer zu haben. Und Boxer, die werden einfach auch zur Familie und bedeuten dir auch einmal viel mehr. Aber das hat gute und auch schlechte Zeiten, weil viele können auch zu Rivalen werden und der Neid kommt halt dazu. Aber es kommt immer drauf an und es ist unterschiedlich, sagt er, auch immer auf die Einzelnen bezogen. Die letzte Frage wäre jetzt die wir uns eigentlich in letzter Zeit schon sehr oft gefragt haben, und zwar Sie als Experte, wie schätzen Sie den Kampf Mayweather gegen Canelo ein und wen sehen Sie da als Gewinner? So, you as an expert, we would like to know your opinion about the Mayweather and Canelo fight. What is your prediction for it? I think it's a tough fight. I think that Canelo will be prepared. I think Mayweather outclasses him in a classic fight. Slugger versus the boxer. I think Mayweather is too smart, too intelligent. He'll be well prepared for the fight. Canelo will be well prepared. And like I said, it will be competitive. But I expect Mayweather to outclass him, especially in the later rounds, and walk away with a unanimous decision. Also er sagt, es wird ein harter Kampf, ein guter Kampf. Er denkt, Canelo wird sehr, sehr gut vorbereitet sein, Floyd aber auch. Aber er sagt, Floyd wird ihn ausboxen. Floyd wird sehr schlau sein und, wie gesagt, sehr gut vorbereitet sein. Canelo aber auch. Also wird es ein spannender Kampf. Er wird gut, sagt er, denkt er, aber er hat Floyd auf jeden Fall vorne und wird den Canelo ausboxen in den späteren Runden. Und es geht dann nach Punkten. Schön. So, damit wären wir am Ende. Also wir erlösen Sie jetzt sozusagen und bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen im Namen des Boxpodcasts und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Recht herzlichen Dank nochmal, Mr. Bashir. Bashir, thank you so much for joining us tonight, and we wish you all the best. Is there a message that you have to, to any boxing fans, or anything that you would like to add to it? Anything you've got to say? Yeah, stay tuned. The best is yet to come. The Klitschkos, the Chambers brothers, those are my primary interests in boxing right now. I'm always interested the most in the guys that I'm training, the guys that I'm teaching, So, yeah, stay tuned. The best is yet to come. And for those people who don't have me as a trainer, then you're missing out. Also er sagt, wir sollen auf jeden Fall alle dranbleiben. Er bedankt sich und das Beste kommt jetzt erst noch. Die Klitschkos sowie die Chambers-Brüder und vor allem, weil er mit beiden auch trainiert
so wie mit den Klitschkos. Und er trainiert die beiden, das Beste kommt jetzt alles und wir sollen uns darauf gefasst machen, sagt er. Vor allem, weil er sie trainiert und die haben den besten Trainer. Und bedankt sich. Gut, das wär's dann. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben oder als persönliche Nachricht bei Facebook. Ciao. Ciao.